Grüßt euch Leute, Sonny wieder hier und herzlich willkommen zu einem neuen Unboxing und Review. Heute wird eine neue Tastatur vorgestellt. Dabei handelt es sich um eine mechanische Tastatur, welche auf den einzigartigen Namen Duandel Ultimate G1 NL hört. Die Tastatur wurde gut gepolstert und schön verpackt geliefert. Schon beim Auspacken wirkt die Duandel Ultimate G1 NL unglaublich stabil, was wohl auch auf das Gewicht von knapp 1,4 Kilogramm zurückzuführen ist. Es fällt direkt auf, dass sie kompakt und robust ist und auch die Akzente gezielt gesetzt wurden. Das Design ist eher matt, bzw. schlicht gehalten und wirkt nicht wie ein kunterbuntes Durcheinander, da die farbliche Abstimmung gut harmoniert. Sie verfügt außerdem über 105 Tasten, welche in mehreren Stufen von sich darunter befindenden roten LED-Lämpchen beleuchtet werden, um auch im Dunkeln nicht die Kontrolle über seine Tastatur zu verlieren. Jedoch erhält sie ihre charakteristischen Eigenschaften durch den USB Full-End Key Rollover und dem Cherry MX Switch. Derzeit feiern mechanische Tastaturen einen wahren Siegeszug zurück an die Spitze der Tastaturen. Im Lieferumfang enthalten ist unter anderem eine Handbeinauflage, welche durch simples Einstecken befestigt werden kann. Um ein Rutschen zu verhindern, wurden an der Handbeinauflage 3 rutschfeste Noppen befestigt. Die Handbeinauflage besteht wie die Tastatur selbst auch aus einem sehr hochwertigen Material und ist sehr stabil verarbeitet. Von F1 bis F6 gibt es Multimedia-Tasten. Auf der Tesoro Duandel Ultimate lässt es sich sehr gut schreiben. Das Feedback der Tasten ist hervorragend. Und durch die Beleuchtung können die Tasten auch in der Dunkelheit sehr gut gefunden werden. Auch die Sondertasten sind mittels der FN-Belegung gut zu bedienen. Die Beleuchtung selbst kann in 5 Stufen geregelt werden. Diese sind pulsierend, aus, leichte Beleuchtung, etwas heller und volle Lautstärke. Außerdem befindet sich wie üblich ein Handbuch im Lieferumfang, in dem die Sonderfunktionen der Tastatur erklärt und gezeigt werden. Die Software der Tastatur kommt sehr einfach gehalten daher und erklärt sich eigentlich von selbst. Die Installation der Tastatur gestaltet sich nicht besonders schwer. Wie üblich wird die Tastatur einfach per USB angeschlossen und der Treiber automatisch installiert. So sind die Grundfunktionen der Tastatur bereits nutzbar. Das Kabel ist stoffummantelt und hat eine Länge von 1,55 m. Hier sehen wir die jeweiligen Anschlüsse der Tastatur. Ein USB-Stecker und 2 Klinkenstecker. Die Handbeinauflage zu befestigen war noch nie so leicht wie bei der Tesoro Duandel Ultimate. Die Intensivität der Helligkeit lässt sich mittels der FN-Taste ganz simpel regeln. Oben rechts in der Ecke befinden sich Statussymbole, ob der Nummernblock aktiv ist und ob die Sonderbelegungen aktiv sind. Zusätzlich wird das Tesoro-Logo beleuchtet. Hier sind 2 USB-Anschlüsse und ein Kopfhörer, sowie ein Mikrofonanschluss. Wenn du die Tastatur kaufen möchtest, befindet sich ein Link nochmals in der Beschreibung. Falls ihr noch Fragen zu der Tastatur habt, könnt ihr mir diese natürlich auch gerne stellen. Insofern ihr euch für den Kauf der Tastatur entscheidet, wäre es super, wenn ihr es in die Kommentare schreiben würdet. Darüber würden sich Tesoro und ich sehr freuen. Zuletzt bleibt mir zu sagen, haut da rein, euer Sonny. Wenn dir das Video gefallen hat, würde ich mich über eine positive Bewertung sehr freuen. Wenn du weitere Unboxings sowie Reviews von mir sehen möchtest, kannst du meinen Kanal gerne abonnieren, sowie mir auf Facebook folgen.